Who is Mapes? And what's his connection to Howard Hughes? Vernon Mapes used to work advice. Word is he runs fuck pads for Hughes' starlets. A pimp. Earl and Mapes would seem. Mapes was the role model for creeps like Earl. Okay, interessant. Vielleicht ist da auch die Verbindung zu unserem eigentlichen. Ja, ist sehr gut. Ich wollte bloß noch ein paar Gedanken ordnen, aber okay. Ich meine, vielleicht können wir bei irgendwas beschuldigen, weil wir haben das Teil ja. Good day, miss. Ah, hi. Can that thing really fly? Mr. Hughes believes so. Amazing, isn't she? So, this is the spruce. Jesus Christ, Biggs, you want to get me fired? Mr. Hughes hates that fucking name. It's the H4 Hercules to you. You mind answering a few questions, Mr. Mapes? Call me Vernon, kid. Fire away. You know anything about the explosion that happened at Nicholson Electroplating this morning? No more than anyone else. Heard the boom while I was shaving. Almost shit my pants. Thought it was Pearl all over again. But you had no personal contact with any of the employees. And you have no idea what caused the explosion. I'm in security. I handle Mr. Hughes' personal interests, if you get my meaning. I'm not directly involved in manufacturing. Do you know Tomoko Akamoto? Never heard of the broad. Why? You don't happen to wear an LAPD tie pin, do you, Mapes? Sometimes. I have a couple of them from my days on the force. Do you know the chief chemist at Nicholson Electroplating, a Harold McClellan? I've heard of the guy. He was pitching some fancy process to the company. And were you interested? The slide rules and lab coats are always interested. If he could get it to work. Thanks for your help, Mr. Mapes. Do you mind if we have a look around while we're here? Sure. Knock yourself out. So kurz vor der 20. Mal gucken, ob wir das noch hinkriegen. Okay, wir gucken uns um. Ich meine, zu 100% werde ich das Spiel sowieso nicht durchspielen. Dafür müsste ich halt alle Fälle nochmal machen. Und man kann sich ja aufschreiben, was und aber man müsste halt alle. Ja. Ach so, die meinst du? Ja, ja, natürlich. Is that a Pratt & Whitney 4360? Sure is. You know your motors. Do you mind if I take a look at the prop spinner? We're getting her ready for sea trials, so be quick about it. What is the oily covering on the metal? We coat the aluminum parts in linseed oil to preserve it from oxidization. Looks like Mapes' office is in the front. Ja, aber ganz ehrlich, das sah mir im ersten Moment wie Blut aus. Also, weißt, vielleicht gucke ich auch zu viele Mordfälle oder sowas, ne? Es kam mir aber erst wie Blut rüber. Woher das kommen könnte, keine Ahnung, aber wir folgen Dings mal. In seinem Büro. Ist das oben oder ist das unten? Ich will hier nicht aussehen. Nee, nee. Warte, ich wollte gerade sagen, das ist Exit. Du hast gesagt, dein Büro ist hier. Hier sieht es doch schon mal besser aus. Moment. It would take a smarter man than me to connect that. Nothing significant. Ach, war klar. Aber wo haben wir denn hier? Hier verscheißer mich nicht. Ne?
Und dazu willst du nicht... Nicht bevor ich hier wieder zu schnell aus Versehen bin. Es wird zwar nicht angezeigt, von wegen drücke X, damit du das weiter untersuchen kannst. Okay. Bisschen komisch. It doesn't appear to be connected. Anscheinend bloß eine Spielzeugwaffe. Okay, ganz ehrlich, das Büro war ein übelster Reinfall. I'm at a loss. What do you say we take a look around inside the plane? Im Flug. Okay. Okay, hier kommen wir gleich wieder runter. Aber warum erzählt er mir dann erst was von dem Büro? Und dann finde ich da nichts. Also, okay, hier kommen wir anscheinend nicht hoch. Im Flugzeug. Ich weiß halt nicht, worüber ich ins Flugzeug... Also ich hoffe, dass ich mal hier über ins Flugzeug komme. Aber ich habe halt ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich da großartig finden sollte. Ich scheine richtig zu sein, aber wie komme ich denn da rein? Also hier rüber anscheinend. Ja, schon mal nicht. Hallo? Ich meine, ja, ich muss zum... Wäre wahrscheinlich das Einfachste, einfach mal zum Cockpit... Hallo? Zum Cockpit zu latschen? Hä? Sehen wir uns im Inneren des Flugzeugs um. Wo ich nicht hinkomme. Also ich wollte zum Dings latschen, hat man ja gesehen, ich komme da aber nicht rein. Wo ist denn jetzt dieses Kackding, Alter? Ist das über uns oder ist das nicht über uns? Bin ich jetzt auf der anderen Seite gelandet? Ja, bin ich anscheinend. Es ist halt auch so scheiße dunkel hier. So, das ist das Arsch. Das ist das Arsch. Das ist der Arsch vom Flugzeug. Hä? Ich meine... Oder kann ich hier über die Schnauze rein? Und ich hab's bloß hier nicht gesehen. Ach, lol. Na, geh hoch da jetzt. Entschuldigung. Ich meine, ich habe es von oben gesehen, aber er konnte... Na gut. Was ist das hier? Latitude 24 degrees, 15 minutes north. Longitude 76 degrees, 0 minutes west. Okay, aber was bringt mir das? Was bringen mir die Koordinaten? Ah. 76 degrees west. 24 degrees, 15 minutes north. Ach, scheiße, steht da oben. Warte. Okay, 76 Grad West. So. Nein. 76 degrees west. 24 degrees, 15 minutes north. Oh, also ich hoffe... 76 Mann! degrees west. Alter, geht doch. 24 degrees, 15 minutes north. Let's see where this is exactly. Bahamas. Bahamas? Somebody's already got their maiden flight planned. Vielleicht zum Absetzen. Also, ne, von den ganzen Herrschaften aus dem eigentlichen großen Fall. Zumindest ist es das, was ich... Hä? Achso.
Ich will halt nicht das große Ganze irgendwie aus den Augen verlieren, weißt du? Deshalb, also ich kann mir vorstellen, dass das was damit zu tun hat. Außerdem war hier noch irgendwas gewesen. Leinöl. Ja, gut, das wissen wir. McClellan's process was going to replace all this. Okay, sonst noch irgendwas? Advice? Check Mapes' office, but easy does it. You find something, he could turn nasty pretty quick. Hey, da waren wir aber schon drin. Also ja, danke für den Tipp, dass ich nicht einfach wieder rauslatsche, aber wir waren hier schon drin gewesen und da war nichts. Also ich habe zumindest nichts gesehen. Außer das, aber ich meine, das mit dem Flugzeug hilft uns jetzt auch nicht weiter. Vielleicht hätte ich im Flugzeug irgendwas sehen müssen. Das falsche... Oh. That is Marie the Body McDonald. Aha. Does Hughes have her on contract to RKO? Yeah, I bet he does. Ist aber auch ein echt toller Spitzname für eine Frau, ne? Also, vielleicht im Erotikgewerbe oder so, supi, aber... Let's see what Pinker has for us. He's probably done tinkering with that camera by now. Schön. Thanks for the tour, Mapes. Always happy to help the department. Hey, don't I know your face from the papers? You're the cop that's stripping that German broad. Nah, I think you got the wrong guy, Vernon. Natürlich hat er den falschen Typen. Natürlich. Aber was soll daran jetzt unschön werden? Und versteht mich nicht falsch. Also an sich finde ich es jetzt nicht so schlimm. Und in der damaligen Zeit war es, denke ich mal, 100 Pro okay gewesen. Aber in der heutigen... Ne? Vielleicht ein wenig schwierig. So, dann fahren wir mal rüber. Mal Can you gucken. drive to this one? Vielleicht haben sie auch erstmal wieder ein Gesprächchen für uns. Wir schauen mal. Aber warum stand da unbekannte Adresse? Achso, von den Bahamas, ne? So McClellan was selling his new process to Hughes and cutting out Nicholson. Looks that way. But this would never go all the way up to Hughes. We would have middlemen dealing with stuff like this. Someone like Mapes? The word middleman was invented for guys like Mapes. Wird komisch sein für ihn, wieder hier zu sein. Und was mir jetzt halt auch noch aufgefallen ist, aber bei mir selber, ich wollte ja eigentlich die Gespräche da weiter mitkriegen und so hätte ich die ja trotzdem alle gehabt, aber ich hätte mich nur auf den Verkehr konzentrieren müssen, sondern hätte das Ganze in Ruhe durchlesen können. Okay, wir müssen, glaube ich, runter, oder? Wo waren... Der war doch immer unten, oder? I say we bust in there and Wenn ich mich recht entsinne. Ich war lange nicht mehr hier gewesen. Hey, Cole. You're not winning any popularity contests upstairs, you know. Parker or Green? Hast du jetzt was für mich oder nicht? Who'd be worse? Oder bin ich im Falschen? I'm stumped. Ideas? Best check in at the front desk before we... Ach, jetzt sollen wir uns anmelden. Okay, gut. Ja, gut. Ist ja nicht unser Dings, ne? Ja, okay, gut. Wir melden uns an. Ich dachte, ich könnte direkt dazu ihm latschen. Wo ist denn hier die fucking Anmeldung? War die nicht hier beim Exit in der Nähe? Ach, das. Moin. Any messages for me, Hopkins? Not many you'd want to hear. Newspapers wanting interviews and rookies cussing you out mostly. Nothing else. Pinker wants you in tech services. Maybe you'll be more popular downstairs. Will der Typ mich verarschen? Von da unten komme ich doch gerade. Halt.
Oh, nee, warte. Hä, scheiße, wie ging es jetzt nochmal runter? Ich meine, ich war froh, dass ich gleich... Entschuldigung. Ich war froh, dass ich gleich den Dings gefunden habe. Den Weg nach unten. Aber da hat keiner Bock mit gehabt, mit mir zu reden. Oder ich war halt wirklich bloß im falschen Dings. Aber das ist doch nicht Pinkert, ne? Ja, das ist so... Oh, warte mal. Nee, war doch keine Türe. Hä? Hä? Armory? Der steht halt so da, als ob er... Where do you stand? I think you're a good cop, but I try and stay out of politics. Everybody tries to stay out of politics, Ray. Well, don't quote me on it, but I'm hoping that Parker will get the job and clean this place up. I have your photographs. You can use the magnifier. There's quite a lot of detail. Very funny. I think you're right, Ray. We have our man. You take a nice photo, Phelps. Okay. Also wir sind jetzt doch beim Richtigen, weil da stand halt nie von wegen Unterhaltung und ich habe die ganze Zeit Vierecke gedrückt. Aber irgendwie, so das Ding ist, kann ich mir auch ein anderes Foto irgendwie auswählen. Okay, es vibriert die ganze Zeit, die Uhr. Bringing the watch or a match for our John Doe. He's obviously the competitive bid. Can you get this over to Lockheed so we can get a name for this guy? Ach, das war ja der Tote gewesen. Das war ja der Tote gewesen, aber kann ich mir andere Dings auch noch angucken? Howard Hughes, millionaire, industrialist, aviator, and playboy. And Vernon Mapes, ex-dirty cop and business fixer. Okay. Cool. Ja. Die Krawattennadel, ne? I found a similar tie pin along with a dead guy in a fridge. Wenn das mal nicht eine schöne Verbindung ist. Ist das die Formel? Excellent photography, Tomoko. So Tomoko had the goods on McClellan. Too bad they blew the place to hell. Ach, stimmt ja. Das war ja, ich wundere mich nämlich, habe mich erst gewundert, hey, wieso, wegen den Fotos. Das war ja die er mit seinem Spionagescheiß da gemacht hat, ne? Is this McClellan? Can anyone make out the street number behind him? Are you kidding? With my eyesight? Irgendwas mit West. Also, oder meint der ist da oben? Nee, ist West? Irgendwas mit West. Aber mir fehlt noch was. Ich habe West. Und der hat sich das noch nicht... Das Straßenschild, oder habe ich hier noch irgendwas übersehen? Weil die Zimmernummer bringt mir nicht so viel, glaube ich zumindest. Cole, can you help me with a little experiment? Use the eyedropper in front of you. One drop from each of the bottles on the desk. Place the drops in the petri dish. I'm thinking of moving up to a 45. I want to stop him with one round. Warum? Der hat so ganz beschissen gegrinst. Er hat gesagt, von jedem. Also ich schätze mal, da kommt eine Verpuffung oder eine kleine Mini-Explosion irgendwie. Ja, Leinöl. Für den Laborgebrauch, naja, ein Go. It's okay, guys. Just a little experiment. Can you guys knock it off? Everyone's still jumping from that bang this morning. Very funny, Ray. You just took a couple years off my life expectancy. Did the same trick to me about an hour ago. So that was the stuff that caused the explosion. I think so. Acetic anhydride is almost as explosive as nitro, and when mixed with perchloric acid, it's very unstable. It needs to be cooled constantly.
We used linseed oil. You could add any organic compound to trigger an explosion. 3 little drops. Yeah, and they were using 100-gallon vats. I've been in this job. Okay, ist jetzt nichts Überraschendes. Aber ich weiß halt, das Ding ist irgendwas mit West und, ja, notfalls müssen wir halt hier nochmal runter. He's dull as dishwater, but I'm not with him for the conversation. Ist halt schwierig. Ich meine, einen direkten Ort haben wir ja, glaube ich, gar nicht, ne? Außer auf dem Foto. Okay, gut, anscheinend hat er das doch identifiziert. Wo ist meine Karre? Anscheinend hat das halt doch identifiziert, aber ich habe da halt bloß West gelesen und das war's. Das Problem ist, unser Partner ist jetzt nicht der schnellste. You drive. I need to go over the case notes. Mhm. Yeah, I'm thinking of moving up to a 45. Ja, wir werden zum Ende unserer Karriere, sage ich mal, ein bisschen vielleicht sehr faul, aber das haben wir uns verdient. Wenn da nicht vielleicht eine Dame auf uns lauert. Oder auch nicht. Stinks of petroleum. Avgas, if I'm not mistaken. It's all around the floor. Vielleicht sollten wir dann hier nicht... Vielleicht erstmal Umgebung irgendwie absichern. Ich sehe ja toll. Ich sehe hier gar nicht bis auf den Kanister. Ja, den Kanister haben wir uns gerade eben schon angeguckt, oder ist das ein anderer? Ich meine, das klingt... Surprise haben wir schon gesehen. Ich meine, kann ganz gut sein, dass von draußen irgendjemand kommt, einfach ein Streichholz reinschnipst und dann sind wir, ich will nicht sagen am Arsch, aber fast. Hangstrom is flying today on TWA. Hangstrom is dead, Cole. Why leave your ticket behind? Maybe just cleaning up. Mhm. Wird ja von Dings gewesen sein, ne? Von der guten Madame. Ja, Vereinigte Staaten von Amerika. Ja. Oscar Hengsten, Name der Frau, falls eingeschlossen. Daniel. Okay. Hatten wir den nicht auf den Fotos gesehen? Hangstrom and McClellan are the same man. The gas, Cole, the gas! We gotta get out of here right now! Stone! Shoot the gas line, Cole, we're out of here! Wie auf, was für eine Gasleitung? Willst du mich verarschen, Mann? Wo denn? Oh nein, ich werde hier sterben. Ja, versuche ich ja, Mann. Das wäre nämlich meine Idee gewesen. Raus da! Raus da! Willst du... Sag mal... Das Fenster ist im Arsch und er geht hier nicht raus. Was zum Fick soll das, Mann? Ich versteh's nicht. Ich versteh's halt null. Ach, lull. Da ist noch... Ja, gut. Durch welches Fensterspiel machen? Ja, natürlich. Fick dich, ganz ehrlich. The gas, Cole, the gas! We gotta get out of here right now! Look, by the stove! Shoot the gas line, Cole, we're out of here!
Feuer auf die Gasleitung. Bist du doof? Weißt... Ach, da... Ja klar, das macht Sinn. Auf die Gasleitung... Ja. There you are, shitheel. Come on, he's not getting away from us. Ja, sorry, das ergibt für mich aber nicht mal Sinn. Ne, auf eine Gasleitung zu schießen, während das in der Bude brennt. Und ich glaube auch nicht, dass das so ausgegangen wäre, wie es gerade suggeriert wurde, aber egal. Eigentlich nicht egal, weil er mich damit überfordert hat. Wo ist er denn jetzt hier? I need to be closer, Phelps. Oh, Mann! Na toll, er ist weg. Er ist weg. Oder wartet er? Wo zum Fick ist denn der jetzt hin? Dann mach das doch gleich und zeig mir das nicht an, dass der noch irgendwo da eventuell ist. Mann. Läuft nicht so. Ich meine, ich könnte es auf die Schulterschmerzen schieben, aber ich wollte es ja, heute endlich durchkriegen. Und macht die scheiß Dings aus. Ja, Sirene ist schön und gut und vielleicht würden mich mehr Leute durchlassen, aber mir geht das Geräusch einfach bloß auf den Sack. Jo. Du wirst mich wohl verarschen, dass du jetzt auf einmal woanders lang fährst. Hat aber funktioniert. So, jetzt fangen wir an zu schießen, du bist nah genug dran. Ich wäre sogar richtig gefahren. Hast sehr schön ja, komm, Alter. Hast sehr schön gegen die Wand geschossen, mein Bruder. Ich kann natürlich die ganze Zeit hier auf Vollgas gehen. Ja, Alter, ich hasse das, Mann. Das ist in dem Spiel halt wirklich scheiße, wenn du mit hinter den herfährst. Und entweder wenn du übelst nah dran bist. Mann, verpiss dich, du Arschloch. So, geht schon. Das geht wenigstens. Aber, ja, dass die dann so einen extrem krassen Schlenker machen können, wo du überhaupt nicht rechtzeitig reagieren kannst. Ja, triffst doch gar... Hier, das zum Beispiel meine ich. Das zum Beispiel meine ich. Mach die scheiß Tröte aus. Mach die Kack-Tröte aus. Das ist halt die Scheiße. Immer so kurz vorher rüberziehen. Du hast keine Möglichkeit, da mehr rechtzeitig zu reagieren. Das ist... Und nein, das ist in anderen Spielen nicht so. Also nicht so fucking unrealistisch, dass du quasi 5 Zentimeter vorm Dings, dass die rumschlängern können, ohne dass was passiert. Stop right there. Get out of the car slowly. Fire a warning round. We're gonna have to go through all the security men first. I hope you're ready for a fight, Cole. Ist jetzt gar kein Problem. Ich wollte gerade sagen, du kannst doch mit deiner Flinte dich da verpissen. Achso, der ist schon weg. Throw out the guns. Warte. Willst du mich verarschen? Jetzt kommen die hier nicht raus. Ich hoffe, ich gehe nicht zu nah rein. Ja, genau das wollte ich nämlich. Scheiße, ich habe keine... Ich wollte gerade sagen, ich habe keine Zeit mehr zum...
Als ob. Können die jetzt zu uns oder zu denen? Bin verwirrt. Guten Tag, der Herr. Komm. Nein, geh von der Deckung weg, Mann. Wo ist er? Hallo? Oh, Dreck. Weil er Ewigkeit nachladen muss. Warte, ich will mich ganz kurz ausruhen. Okay. Schön, dass ich den dahinter erwischt habe. Okay, der oben geht mir auf den Sack. Krieg ich die überhaupt weg? Das ist ja eher direkt, ne? Ich habe das Gefühl, ich habe ihn schon. Als ob ich den nicht treffen würde. Warum hat der jetzt... Lol, ich habe kein Dings mehr für... Ja, wo ist denn hier noch einer? Ist der im Flugzeug? Moment. Ist da wer im Flugzeug? Okay, anscheinend doch nicht. Lass mich raten, er ist auf dem Flugzeug. Und unser Partner kriegt das nicht hin, den einen Typen hier wegzuballern. Okay, ich weiß nicht, was der für eine Waffe hat, dann bleibe ich halt bei meiner normalen. Wo waren jetzt nochmal, wo wir hier hochkommen konnten? Ja, der geht mir ja schon ein bisschen auf den Senkel, ne? Hä? Kann ich hier nicht auf die Hand... Ich meine, ich würde ihn gerne auch versuchen, von hier unten wegzuballern, weil ich glaube, unseren eigentlichen haben wir schon, aber ich... You're gonna have to explain this to me again. So the guy at the chemical plant, he's planning on selling his magic formula to another company and skipping town with his assistant, but he blows himself up before he can manage it. So why the dead body in the refrigerator? Mapes, Captain. He was eliminating all competitors for the process. When it went bang, he burnt down the apartment to remove all connection between Hughes and the plant. Mapes, right. I remember Vernon Mapes. The guy had good, honest cops hanging their heads in shame. Glad he's finally out of commission. I don't know if it'll do you any good, Phelps, but between the spruce goose and half the city exploding, you might just have made the case of the decade. Good morning, Doctor. And a good morning to you too, Elsa. You look radiant. Thank you, Doctor. We haven't been seeing much of you lately, Elsa. You've been missing appointments. I'm sorry, Doctor. I've been feeling much better. That's very good to hear. And what has brought about this improvement? It's the new man in my life. He's convinced me to fight my addiction. Ah, the policeman from the newspapers. How has he coped with his fall from grace? He can finally see things from a human perspective.
rather than the ivory tower he created for himself. It's making him stronger. It's making me stronger helping him. You wouldn't make a bad analyst yourself, Elsa. Should we swap seats? We're both finding we have a lot to live up to. And what is that? In my case, Lou. He went through hell along with me and still came out smiling. In Cole's case, his friend, Jack Kelso. Kelso? You've heard of him? No, I just like the sound of his name. Cole and Jack are working on a case together. Is Jack a policeman too? No, he works for the district attorney. What? He's a special investigator. I thought you didn't know him. I have never met the gentleman in question. He has been looking into Lou's case. Cole thinks it might be linked to some fires he's investigating. You look pale, Doctor. It's cold in here, Elsa. I think I'll close the window. Why are you looking at me like that, Elsa? You arranged for Lou to work at Elysian Fields, Doctor. Your fears are unfounded. I meet many people in my line of work. There are many ways that people can be helped. Finding them work is just one of them. I don't believe you, Doctor. I've seen you with Monroe at the club. I'm sorry that you have come to that conclusion, Elsa. I've always so enjoyed our conversation. I can see your future, Elsa. And Cole, the policeman, and Jack, the investigator. It's an unfortunate and grisly end. I've come to help you, Doctor. To help you cross over. All your sins will be forgiven in the next life.